allerliebstes Menschenkind, ich begrüße dich mit meiner ganzen Liebe, denn heute bist du hierher gekommen, um etwas über deine inneren Helfer zu erfahren. Und so werde ich dich gerne begleiten auf dem Weg in deine Seele, auf dem Weg, deine Seele noch mehr kennenzulernen und die Verbindung zu ihr zu stärken. Und so breitet sich mit jedem Wort, welches ich spreche, die Energie der Liebe in diesem Raum aus. Und diese Energie der Liebe kommt auch zu dir. Und vielleicht magst du ja deinen Fokus auch auf die Liebe zu lenken und zu spüren, dass auch in dir ganz viel Liebe fließt. Und je mehr du den Fokus auf dich und deine Liebe lenkst, desto mehr kann sie sich ausbreiten. Und vielleicht spürst du, wie diese Liebe in deinem ganzen Körper wohnt, wie diese Liebe in jeder Zelle zu Hause ist. Und wenn du atmest, beginnt diese Liebe zu pulsieren. Und wenn du den Fokus darauf legst, spürst du, wie deine Liebe in dir zu fließen beginnt. Und wie auch durch dieses Fließen Licht in deine Zellen fließt. Denn die Liebe trägt Licht. Und vielleicht spürst du auch, wie dadurch deine göttliche Flamme kräftiger und heller und stärker wird. Es ist der Kreislauf des Lichtes, der Wirklichkeit, welcher durch deinen kompletten Körper strömt. Es sind die Wellen der bedingungslosen Liebe, welche dich tragen und halten und welche dich ganz ruhig werden lassen. Und du fühlst den Frieden, denn die Liebe und das Licht tragen Frieden zu dir. Und wenn du möchtest, könntest du dich darauf einlassen und die Wellen dieser Energie die Wellen des Friedens und der Liebe tragen dich ganz nah zu deiner Seele und du spürst, dass sich deine Seele jetzt mit dir vereinen möchte. Denn auch sie möchte mit deinen inneren Helfern in Kontakt treten. Und so führe ich dich auf deine Seelenwiese. Es ist die Wiese, welche deine Seele sehr gut kennt. Und auch du warst hier schon ein paar Mal. Und so gehst du voller Frieden und Liebe ein wenig auf den Wegen entlang. Und dann erkennst du vor dir einen sehr großen Baum. Und deine Seele flüstert dir zu: Das ist der Weltenbaum. Es ist der Weltenbaum, welcher alles mit allem verbindet. Staunend stehst du vor diesem Baum und erkennst,
wie groß er ist und wie schön er ist. Du fühlst dich sehr angezogen von diesem Baum. Und so lade ich dich jetzt ein, dich einfach in das Gras zu setzen und dich an seinem Stamm anzulehnen. Fühle, wie schön es ist, hier zu sitzen, und fühle, wie dein Rücken gestärkt wird, und du könntest auch deinen Kopf anlehnen und einfach nur sein. Es ist so, wie wenn die Zeit stillsteht und nur dieser Baum existiert. Langsam erhebt sich nun deine Seele aus deinem Körper und du gehst mit deinem Bewusstsein mit, und so verlässt du deinen Körper und du weißt genau, dass er gut geschützt ist, denn er ist vom Seelenbaum in seiner Kraft und in seinem Schutz. Dadurch, dass dein Körper an dem Baum angelehnt ist, breitet sich ein Schutzkreis auf und du kannst ganz beruhigt mit deiner Seele nach oben in die höheren Schichten hinaufsteigen. Und schon kommst du in die erste Schicht. Es ist die Schicht deiner Fähigkeiten. Schaue dich um, lasse dich von deiner Seele führen. Vielleicht bekommst du den Impuls von einer Fähigkeit, welche du schon lange aktiviert haben möchtest. Oder vielleicht bekommst du auch einen Überblick über deine Fähigkeiten. Spüre hinein in dieses Feld. Spüre, was es hier für dich an wichtigen Sachen zu entdecken gibt. Lass dir ein wenig Zeit und fühle. Und nun, wenn du bereit bist, führ dich deine Seele in die nächste Schicht, in die nächste Ebene. In dieser Ebene findest du verschiedene Glaubenssätze. Diese Glaubenssätze haben verschiedene Hintergründe. Manche begleiten dich und manche können auch behindern. Schaue einfach einmal nach, ob du hier in diesem Moment etwas lösen könntest. Deine Seele wird dich begleiten. Sie führt dich in Liebe genau dahin, wo es für dich wichtig wäre, einmal hinzuschauen. Es kann auch sein, dass verschiedene Personen einen unterschiedlichen Glaubenssatz tragen und diesen dir zeigen. Alles, was du wahrnimmst, ist richtig und gut. Es genügt, wenn du beobachtest.
Du musst gar nichts tun. Und wenn du bereit bist, dann gehen wir in die nächsthöhere Ebene. Dort ist die Ebene deines Selbst, deiner Identität. Schaue dir diese Ebene an, denn dort hat deine Seele ein Geschenk für dich vorbereitet. Du darfst dieses Geschenk in Empfang nehmen. Es kann ein Gegenstand sein, ein Gefühl oder ein Symbol, was auch immer es ist. Du wirst es entdecken. Und du darfst auch dieses Symbol mitnehmen, denn es ist ein Geschenk. Und nun, mein Allerliebster, meine Allerliebste, nun gehen wir in die höchste Ebene. Du bist nun ganz oben am Weltenbaum angelangt, ganz oben an der Spitze, und du spürst, wie die Bahnen, die Energiebahnen, bereits in der Wirklichkeit sind. Und du erkennst, dass dieser Weltenbaum die Wirklichkeit mit der Erde verbindet. Und du weißt auf einmal, dass du durch diesen Weltenbaum in die verschiedenen Ebenen eintauchen darfst. Freude breitet sich aus und das Licht, welches du in dir trägst, hat sich um ein Vielfaches verstärkt. Es ist so, als wenn du zu schweben beginnst. Lasse es zu, denn du bist eng verbunden mit deiner Seele und sie trägt dich nun in die Wirklichkeit, sodass du den Weltenbaum von oben betrachten kannst. Und vielleicht erkennst du ja auch, wie er zu strahlen beginnt und wie noch viel mehr verschiedene Ebenen zu leuchten beginnen. Fühle, dass dies eine Einladung ist, noch einmal wiederzukommen, um Neues zu entdecken. Und nun begleitet dich deine Seele sanft und liebevoll wieder nach unten. Und gerade in dem Moment, wo du in deinen Körper eintauchst, in der Sekunde, wo du kurz davor bist, erscheint dein innerer Schamane mit einem Lächeln auf dem Gesicht und überreicht dir das Geschenk, welches du tragen solltest. Er berührt es mit seinen Händen und in dem Moment verschmilzt er mit dir. So ist die Verbindung nun geschaffen. Die Wege durch die Ebenen sind frei. Du hast sie einmal durchgangen und wirst sie nun mit deinem inneren Schamanen immer wieder gehen dürfen. Spüre die Energie, welche jetzt in dir ruht, und spüre deinen inneren Schamanen.
etwas Wunderbares ist entstanden. Die Liebe und das Licht fließen von dir zu deinem Schamanen. Die Liebe und das Licht schweißen euch beide zusammen, sodass euch nie mehr etwas trennen kann. Die Verbindung wurde aktiviert und besteht ab heute für immer. Nun ist es an dir, diese Verbindung zu nutzen. Und ich spüre schon die Freude deiner Seelen. Denn es war ein sehr großer Wunsch deiner Seelen, die Felder, diese wunderbaren Felder, welche in dir liegen, zu aktivieren. Und so fühlst du Kraft und Stärke in dir und eine ganz große Sicherheit. Denn du weißt, du hast nun einen inneren Helfer, einen inneren Helfer mehr, welcher dir zu deiner Seite steht. Und so machst du dich wieder auf den Weg und gehst die Seelenwiese auf dem gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du gehst in einer Leichtigkeit und Freude und mit dem Wissen, dass nur noch Schönes für dich vorbereitet ist. Denn alles, was du mit deinem inneren Schamanen zusammen machen wirst, trägt Licht und Liebe, Kraft und Freude. Und so kommst du in deinem Herzensraum an und spürst deinen Körper und deine Liebe. Du atmest jetzt ganz bewusst das Licht der Liebe ein und aus und weißt, dass du wieder ein Stück weiter gekommen bist. Und ganz langsam kommst du wieder in deinen Raum zurück und spürst, wie es ist, wenn du jetzt deine Hände bewegst, deine Füße bewegst und dann die Augen öffnest. Und so wird dich diese wunderbare Energie weiter begleiten, wenn du es möchtest. Denn dein innerer Helfer, dein Schamane, ist für dich da. Von jetzt ab für immer. An Anascha.